Der letzte Sonntag vor Weihnachten. Da sollte eigentlich weltweit Stille Nacht und Jingle Bells gedudelt werden und die Menschen sollten froh und glücklich sein. Das ist dieses Jahr aber leider nicht ganz so wie sonst. Europa ächzt unter der Last des neuen Lockdowns und den steigenden Einschränkungen und bei uns in Thailand geht das Schreckgespenst einer neuen Corona-Welle um. Thailand konnte Corona bisher hervorragend kontrollieren. Aber jetzt gibt es an der Ostküste einen Hotspot. Dort haben sich auf dem größten Fischmarkt der Nation über 500 Menschen infiziert, verursacht von einem korrupten Beamten, der illegal Burmesen einreisen ließ, die infiziert waren. Und im Norden haben Grenzgänger aus Burma auch das Virus eingeschleppt. Für die Corona-Gang zeigten sich die Folgen in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Wir mussten mit Hilfe der Ordnungskräfte Thailänder und Burmesen bei der Ausgabe trennen, weil nicht nachvollziehbar war, ob von den Burmesen welche Kontakt zu Landsleuten im Norden gehabt hatten. Unschön, aber die Leute haben sich kooperativ verhalten und es gab keine Probleme, außer ein wenig mehr Bürokratie. Um 3 Uhr nachts tauchten wie gewohnt die ersten auf und um 6 Uhr am Morgen saßen auf der Nebenstraße vor dem Hinterhof wieder Menschen, soweit das Auge reichte. Also, Amtsstube einrichten und los geht's. Nein, leider stimmen die am Vortag ausgedruckten Wartenummern nicht mehr. Jetzt müssen nämlich zwischen der thailändischen und der burmesischen Gruppe verschiedene Nummern ausgegeben werden. Das gab Stress für die Pflegetochter Ying, aber die brachte das schnell in Ordnung und dann wurde mit leichter Verspätung registriert auf Teufel komm raus. Der Dino musste heute wieder selbst die schweren Luftballons schleppen, weil Spam und Gang mit ihren Adoptivzwillinge zu Bams Eltern gefahren waren, um diese zu besuchen. Naja, er hat's mit Anstand hinter sich gebracht, zumal der Beutel ja mit jedem Halt ein wenig leichter wurde.
Die Bürokratie lief auf Hochtouren und Mini-Rambo Palit war auch zum Dienst angetreten und fing seinen Job mit der Kontrolle der Bürokraten an. Da war's für ihn ja noch recht gemütlich. Wer registriert war, ging nach vorne Richtung Ausgabe. Viele der mitten in der Nacht gekommenen schliefen oder saßen überall, wo ein Plätzchen frei war und warteten auf den Beginn der Ausgabe und den Aufruf ihrer Nummern. Im Lokal ist schon alles bereit und die Corona-Gang steht in den Startlöchern. Als es dann losgeht, läuft auch alles rund aufgrund der Routine. Und wie immer ist eine Fahrbahn aus Sicherheitsgründen gesperrt. Da etliche der Essensempfänger behindert und nicht gut zu Fuß sind, werden diejenigen, welche die Straße überqueren müssen, von den Ordnern auf die andere Seite gebracht, um Unfälle zu vermeiden. Rambo sorgt im Nachschubbereich für einen störungsfreien Nachschub und geht dabei mit gutem Beispiel voran. Obwohl er mehrfach aufgefordert wurde, nur einen Reisbeutel zu tragen, greift er sich meistens 2 davon. Wahrscheinlich um den Erwachsenen zu zeigen, was sie für Schlappis sind, obwohl sie ja viel größer sind als er. Aber als Anführer geht man eben mit gutem Beispiel voran. Beim Eiernachschub führt er dann bloß Aufsicht, weil das ja keine Kraft erfordert und nur was für Schwächlinge ist.
Die Immobilien werden wie immer auch versorgt. Diesmal mit dem Pick-up, weil die Ladung für den Pkw zu groß wurde. Bei der Großfamilie geht es dem Opa mit der Beininfektion inzwischen etwas besser, aber die Krücken kann er immer noch nicht weglegen. Der letzte Sohn in einem Arbeitsverhältnis hat leider auch seinen Job verloren, so ist die Familie jetzt völlig auf unsere Verpflegung angewiesen. Als wir uns gerade vom Acker machen wollen, tauchen noch 2 Bauarbeiter auf, die wegen Verletzungen auch ihre Jobs verloren haben und bitten um Verpflegung. Eine soziale Absicherung gibt es ja leider nicht. So kurz vor Weihnachten hat die Corona-Gang noch eine Botschaft an euch in Europa. Wir sind voller Dankbarkeit, dass ihr uns so unermüdlich und selbstlos dabei unterstützt, die Hungrigen in Phuket mit Nahrung zu versorgen. Ohne diese enorme Hilfe würden hier viele verzweifeln und hätten es noch viel schwerer als jetzt. Die Menschen, die jeden Sonntag vor unserer Tür stehen und von euch versorgt werden, die Corona-Gang, die Ordnungskräfte und meine Familie wünschen euch ein so froh wie mögliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Vor allem anderen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und dass Corona bald der Vergangenheit angehört und wir uns alle gesund wiedersehen. Eure Corona-Gang.